Welchen Nutzen versprechen sich unsere Kundinnen eigentlich durch den Einsatz von Anace? Ja, das ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Man denkt ja an Prozesse, Prozessdokumentation, was jetzt über 30 Jahren Erfahrung im ganzen Bereich Prozessmanagement und Innovationsmanagement, würde ich sagen, das geht immer in Stufen. Das heißt, es fängt ja immer erstmal damit an, dass ich überhaupt mal Prozesse habe. Natürlicherweise habe ich die sowieso, aber dass ich sie überhaupt mal dokumentiert habe, und zwar mit den Leuten erfasst habe und dieses Wissen teile. Wenn Mitarbeitende jeden Tag immer wieder in den Prozessen stolpern oder es ungeklärte Schnittstellen gibt, dann ist ja genau das ein Ärgernis auch für jeden Einzelnen. Das heißt, Mitarbeitende sind in der Regel relativ schnell zu gewinnen, einen Prozess auch mal wirklich, neudeutsch Ende zu Ende, über die Schnittstellen hinweg auch zu klären. Das bringt manchmal allein schon Rieseneffekte, diesen Workshop zu machen, weil dann Klarheit entsteht, was wirklich notwendig ist, wo man sich vielleicht so explizit nie darüber unterhalten hat. Und daher ist jetzt an der Stelle auch sehr einfach die Erfassung unterstützt oder auch ein tabellarisches Modellieren durch Leute, die eigentlich gar nicht BPMN können oder diese Mutation gar nicht so genau beherrschen. Da kann man sogar dezentral oder in einem Team Prozesse erfassen. Das heißt, dieser erste Schritt ist Wissen teilen. Ich habe tatsächlich in der Beratungslaufbahn jetzt auch vielleicht 3 oder 4 Mal mit dem Kunden tatsächlich auch einen Business Case gerechnet. Und wenn man das jetzt mal so an Revue passieren lässt, was rechnen die Kunden, dann sagen sie natürlich, der erste Schritt ist zu sagen, was spare ich jetzt, wenn ich immer wieder Einarbeitung, Vertretung, Onboarding habe, dadurch, dass ich wirklich einen gesicherten Stand habe, dass die Leute einfach mal gucken können und dann auch Fragen stellen zu dem, was offen ist. Die nächste Stufe ist natürlich ganz klar generelle Effizienz, denn wenn ich solche Prozesse geklärt habe, wenn die Prozesse tatsächlich auch getrimmt sind, dass sie Verschwendung vermeiden, dann habe ich letztlich einen effizienteren Personaleinsatz. Ich hatte mindestens 2 Projekte, wo es so war, das Unternehmen ist immer weiter in der Mitarbeiterzahl gewachsen, aber der Output ist nicht gewachsen, weil eigentlich immer mehr aufgefressen wurde vom Output eben durch Koordinationskosten, durch Fehlerkosten. Und dieser ganze Overhead, der entsteht, wenn man die Prozesse nicht im Griff hat, der klaut einem letztlich einen Teil des Wachstums. Und dann geht es um die Kosten von schlechter Qualität. Ein Kunde hat es tatsächlich auch mal dann gerechnet, die Qualitätskosten als Ganzes, nämlich das, was an Nacharbeit, wiederholter Arbeit, aber auch Koordinationsaufwendungen, gerade im Produktionsbetrieb habe ich es mit Arbeitsvorbereitung, den ganzen Steuerungsaufgaben, das Material muss wieder beschafft werden. Diese ganzen Aufgaben kann man rechnen. Und in der nächsten Stufe gibt es auch Unternehmen, beispielsweise unser Kunde Otto Bock, der damit mit uns auf dem Process Solution Award gewonnen hat, die sich die Frage stellen, naja, wenn wir jetzt weltweit mal gucken in unserem Konzern, welche Prozesse haben wir, wie viele Varianten von den Prozessen haben wir und dann mal schauen, mit welchen IT-Systemen die Prozesse unterstützt werden. Wir haben dann festgestellt, dass natürlich für einen und denselben Prozess in mehreren Ländern x verschiedene Systeme im Einsatz waren und haben wirklich mithilfe jetzt Prozesslandkarte, Prozessstruktur aufbauen, die Varianten, die man wirklich braucht, diskutieren. Es schafft ihre IT-Architektur deutlich zu straffen. Und das spart am Ende extrem viel Kosten, weil ich einfach SAP-Systeme konsolidieren kann. Ich kann sowas wie vielleicht ein Template-basierten Rollout dann auch mit Standardprozessen auf dieser Basis aufsetzen mit unserem SAP-Connector. Und insofern kann man sagen, es geht bis hin zu einer vielleicht beschleunigten Strategieumsetzung. Je nach Reifegrad des Unternehmens wirklich sind verschiedene Nutzenpotenziale zu erschließen. Wir beginnen eben mit dem Wissenteil, wir gehen in die Effizienzsteigerung, vielleicht dann in die Automatisierung, mit BPM Flow, wirklich den New Workflow dort zu digitalisieren, wo es eben keine Standardanwendung gibt, wo eben das ERP, das SAP-System es nicht liefert, wo ich dort mit hohem Aufwand irgendwelche Sonderlösungen bauen muss. Und so kommen wir eigentlich von der Effizienzsteigerung dann eben in das Thema Gesamtarchitektur. Und was ich vorhin auch schon genannt hatte, das Thema integrierte Managementsysteme, das sitzt natürlich heute über allem. Wer will mit einem Bein im Gefängnis stehen? Das heißt, compliant zu sein, Gesetze zu erfüllen, Anforderungen zu erfüllen oder eine Zertifizierung zu erfüllen, die, wenn ich sie nicht habe, mich zum Ausschluss bei meinem Kunden führt. Das kann ja überlebensnotwendig sein. Das ist die Frage, wie man das dann rechnet, wenn es um Risiken geht. Aber da sind die Kunden in der Regel heute auch ganz schnell dabei zu sagen, was sie erfüllen müssen sie auch managen. Und dann kommt eben wieder der digitale Helfer, Anace als Plattform für digitales Organisations- und Prozessmanagement zum Einsatz.